Hi friends. Hallo Freunde. Verse 19. Weiter geht's mit Vers 19. Jesus knew what they were thinking. Oh, how I love these words. Jesus wusste, was sie dachten, wie ich diese Worte doch liebe. You know, you can't hide anything from Jesus. Vor Jesus kannst du nichts verbergen. I mean, how did he know what they were thinking? Woher wusste er, was sie dachten? Look at this. And it was obvious that they were anxious to ask him what he meant. So he spoke up and he said, Schau mal weiter. Und es war offensichtlich, dass sie sich fürchteten, ihn zu fragen, was er gemeint hatte. Also ergriff er das Wort und sagte, you know, over and over again we see that the Bible says Jesus knew the thoughts of the hearts. Immer wieder lesen wir in der Bibel, dass Jesus die Gedanken ihrer Herzen kannte. You know, you must always remember Denke also immer wieder daran, that Jesus knows what you think. dass Jesus weiß, was du denkst. I read a book once, Ich habe mal ein Buch gelesen, and it's an amazing book actually, ein wirklich geniales Buch by a really great author. von einem großartigen Autor. And this is what this guy said. Und der sagte Folgendes. This guy said, can you imagine Kannst du dir vorstellen, if there would be a television screen over your head über deinem Kopf wäre ein Fernsehbildschirm, that will show every single thought you think? der jeden einzelnen Gedanken zeigt, den du denkst. Can you imagine Kannst du es dir vorstellen? if all of us walk around with a TV screen over our head and everybody can watch our thoughts? Wenn wir alle mit solch einem Bildschirm auf dem Kopf herumlaufen würden und jeder unsere Gedanken lesen könnte. Is this a scary thought? Ist das ein beängstigender Gedanke? Well, Nun, Jesus is watching that TV all day long. Jesus schaut den ganzen Tag dieses Fernsehprogramm. He sees what you think. Er sieht, was du denkst. I wonder if we would be aware that he knows everything we think, if we would still allow the same thoughts in our hearts. Ich frage mich, ob wir immer noch dieselben Gedanken in unseren Herzen erlauben würden, wenn wir uns das wirklich bewusst wären. Have you ever thought about this? Hast du jemals darüber nachgedacht? Most Christians, when they do something wrong in action, they say, oh God, I'm sorry. Dass viele Christen sagen, oh Gott, es tut mir leid, wenn sie eine falsche Handlung begehen. But when they do something wrong in thought, they just think like, oh well, it's my own private life. Aber wenn sie etwas Falsches denken, dann ist es für sie einfach nur ihr eigenes privates Leben. But no, Doch nein, Jesus knew what they were thinking. He knows your every thought. Jesus wusste, was sie dachten und er kennt jeden Gedanken. He will continue to love you though. Er liebt dich natürlich trotzdem weiterhin. So look, Jesus knew what they were thinking, but they didn't want to ask him. They were anxious to ask. Jesus wusste also, was sie dachten, aber sie wollten ihn nicht fragen, weil sie Angst hatten. So Jesus spoke up and said, Also ergriff Jesus das Wort und sagte, I am sick and tired of you a lot. How many more times do I have to explain everything to you? I'm going away. wie oft soll ich es euch denn noch erklären? Mir reicht's, jetzt gehe ich. No, he didn't say that. Nein, das sagt er nicht. That's what some of us would say, wouldn't we? Einige von uns hätten das gesagt, nicht wahr? Look how beautiful Jesus is. Schau, wie herrlich Jesus ist. Let me make it quite clear. Lasst es mich ganz klar sagen, You will weep and be overcome with grief over what happens to me. ihr werdet weinen und von Kummer überwältigt sein angesichts dessen, was mit mir geschieht. So even though Jesus has already made it clear, he's going to make it clear again. Obwohl Jesus es bereits klar gesagt hat, macht er es nochmal sehr deutlich. He's already told them the Son of Man has to be crucified and you're all going to be chased away. Er hatte ihnen schon gesagt, der Sohn Gottes muss gekreuzigt werden und ihr werdet verjagt werden. You know, and now he's going to make it clear one more time. Das sage ich euch noch einmal ganz klar. It doesn't matter how often you need Jesus to make it clear to you. He will, because he's very patient. Es ist egal, wie oft Jesus dir etwas klar machen muss. Er wird es tun, denn er ist sehr geduldig. My friend, listen to this. Hör mal, mein Freund. Jesus will not run out of patience to explain things to you, because love is patient. Jesus wird nicht die Geduld ausgehen, um dir etwas zu erklären, denn Liebe ist geduldig. But the quicker you understand it, the better it is for you. Aber je schneller du es verstehst, desto besser ist es für dich. So think about this. Also überleg mal. It's not for Jesus' sake that we need to understand things quickly. It's for our own sake. Es ist nicht um Jesu Willen, dass wir Sachen schnell begreifen. Es ist um unseretwillen. He's going to continue to explain everything to you that you need to learn. Er wird dir weiterhin alles erklären, was du lernen musst. The unbelieving world, he says, will be happy while you will be filled with sorrow. Die ungläubige Welt, sagt er, wird sich freuen, während ihr von Trauer erfüllt sein werdet. Do you know,
this is something that we can apply to today very much so. Das ist etwas, was wir sehr gut auf heute übertragen können. Think about right now. Denke an gerade jetzt. In America, the Supreme Court, they decided to pass a law, In den USA hat der oberste Gerichtshof ein Gesetz verabschiedet, which nobody ever thought could happen. von dem keiner dachte, dass es je kommen würde. They overthrew the court decision Roe versus Wade. Er hat das Roe versus Wade Gesetz gekippt. So the law Roe versus Wade basically said every woman has the right of abortion. Roe versus Wade besagt, dass jede Frau das Recht auf Abtreibung hat. That law was overthrown. Und dieses Gesetz wurde gekippt. High Court of America said nope, no more woman has a right to abortion. Der oberste US-Gerichtshof hat gesagt, dass keine Frau mehr das Recht auf Abtreibung hat. So every single state can decide. Also kann jeder Bundesstaat selbst entscheiden. Now there are states that already have made a decision no more abortion in our country. Einige von ihnen haben bereits beschlossen, dass es bei ihnen keine Abtreibung mehr geben wird. And some clinics already closed. Und einige Kliniken wurden bereits geschlossen. So look, Schau, I'm not going to try to discuss political things here or abortion or any of this. ich werde hier keine politischen Themen, Abtreibung oder so diskutieren. But what happened is, immediately, Aber was unmittelbar passierte, war, that the Christians rejoiced and the other people got very, very upset. dass die Christen sich freuten und die anderen Leute extrem verärgert waren. But the same thing happened the other way around. Doch das Gleiche passierte andersherum. When abortion was permitted, the world was so happy, but the Christians were filled with sadness. Als Abtreibung legalisiert wurde, freute sich die Welt, aber die Christen trauerten. And Jesus said, he said very clear, while the world will be happy, you are going to be filled with sorrow. Jesus sagt eindeutig, wenn die Welt sich freut, wird Kummer euch erfüllen. Let me ask you a question. Lass mich dich etwas fragen. When the world is happy, are you happy too or are you sad? Wenn die Welt glücklich ist, freust du dich dann auch oder bist du traurig? The world rejoices over so many things that should make our hearts sad. Die Welt freut sich über so vieles, was unser Herz traurig machen sollte. Noah, his heart was, not Noah, it was Lot. Lot's heart was grieved when he saw the wickedness of the people around him. Lots Herz war von Kummer erfüllt, als er die Bosheit der Menschen um sich herum sah. I think it was Lot. Ich denke, es war Lot. But we should understand this. When the world rejoices over things that are not supposed to be part of our life, we should feel sad. Aber wir müssen verstehen, dass wir traurig sein sollten, wenn die Welt sich über Dinge freut, die nicht Teil unseres Lebens sein sollten. If we rejoice when the world rejoices and if we are sad when the world is sad, something is wrong with us. Wenn wir uns freuen, wenn die Welt sich freut und traurig sind, wenn die Welt traurig ist, dann stimmt mit uns etwas nicht. There's something I cannot understand. Das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Hey, my favorite soccer game lost. Now we are sad, just like the world is sad. Die Lieblingsmannschaft hat das Spiel verloren und wir trauern, wie die Welt trauert. It's like, it's just a game. Das ist doch nur ein Spiel. It's only a game. Nur ein Spiel. And if we get sad to the things the world gets sad about and happy when they are happy about, we really have to ask ourselves a question about our Christian life. Wenn wir uns über das freuen, worüber sich die Welt freut und über das traurig sind, worüber sie traurig ist, dann müssen wir uns wirklich über unser Christenleben Gedanken machen. We are not from this world. Wir sind nicht von dieser Welt. And tomorrow we'll continue. Und morgen machen wir weiter.